Was Jesus in die Jünger einmal dahin verschlossene Dären wären, utfahrt für die Juden. Sie werden in verschlossene Dären versammelt und einmal kommt Jesus den Herrn. Dann sage ich dir erst, Friede sei mit euch. Und Friede sei mit euch. Den Friede kann du und ich auch haben. Und haben ihn noch nicht. Ob zwar schon nu ein bisschen eine angeholte Zeit auskriegen in die Löse in diese Deel, wo viele Dinge waren aufgesagt, viele Versammlungen sollen nicht aufgeholt worden. Aber den Friede, was du am Herzen haben, den kann sonst nicht aufsehen. Jesus sagte, eurer Seite, Lieden, da sagte Matthäus 14, Vers 27, sagte, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also den Frieden, den hat er uns, den hat er uns gegeben. Das ist nicht so ein Frieden, was die Welt geben kann. Wir wissen, dass wenn die Welt Frieden anbieten wird, wirklich hat das keinen Frieden nicht. Du hast große Angst. Aber den Frieden, was Jesus geben wird, dann können wir Frieden haben. Dann können wir geloten sein. Wenn die Umstände noch, falls sich so sehr angeholt ist, und dann, das ist, was ich dankbar gestimmt merke, dass wir da ganz vertrauen haben, wie das Jesus. Er wird kriegen bei dir, mir das geht. Er kriegt in diesem Moment, wo viele Fehler, aber mit so angeholt sind, was wird das noch alles geben, was wird alles noch werden. Und wir unsere Sorgen, aber ich kann sagen, dass Sorge soll wir nicht. Das kannst du in Jesus Hand legen. Und ich bin dankbar für den Jesus, dass wir einmal können, das alle bringen, er ist immer bereit zum Horchen. Wie ich schon erwähnt habe, wir denken dort von IMF, das wird von IMF gehört, wo das alles eingelegt worden. Dann hier fällt die Kirche will nicht mitschaffen. Wir nennen uns der New Life Fellowship, aber eben wir schaffen Tag mit der IMF Kirche. Und auch viel Segnungen dürfen erfahren. Und das scheint, dass wir mit der Gemeinde mitschaffen. Das ist, wir don't sagen, dass den Gottesdienst aufholen, kriegst es hier ist. Also, dass wir, falls wir das wieder anfangen, eine Kirche zu fahren, falls wir das, wir nicht schon fragen, das wird echt schlecht. Wir denken, das wieder. Damit für Gott an die Arbeit gehen. Und dann wir drei denken, dass die Kirche hier mal anfangen, da wird wieder mit einem, das sind 44 Jahre, drei. Also, mir sagt so Gott, der hat viel beschenken können, nicht? Mit der Kirche, was hier mal hat angefangen. Viele Säulen haben sich gefangen. Und sie sind viele Rüttige und haben viel mehr Kirchen, oder dadurch haben angefangen. Da ist das Wort das Rüttige gedacht worden. Und dann wird Jesus kriegt sein Ziel, was er will haben, nicht? Das Wort soll richtig gedacht werden. Das gilt hier nicht von der, die Kirche ist nicht sehr voll, also viele dann vielleicht Tüß und Livestream, mit Kicken. Und das kriegt was dort ein Tüß, von der auch was. Wir checken ihr schon, ich meine früher nicht in WhatsApp. Du hast auch nicht Kirche, aber da war das Wort, was du ins Rüttige gedacht hast. Wir können das sein, der Prediger steht vor dem Pulpit und der reden über Bänken in Lade, wie in der Lade ist. Aber in WhatsApp kann das sein, wir haben das aufgemerkt. Also du hast ein Wahrheit, das Wort, dann haben wir können anhören, wenn ihr stärken habt, die Versammlung sind aufgesagt. Dort wird der letzte Weg Freitag, da wird ein Begrafnis in unserer Kirche, da wird erste Begrafnis, was da. Und die Kirche wird in all die Jahren, wo die Kirche da gewesen ist, ich weiß nicht gleich, wie lange die da gewesen ist, aber es sind immer 8 Jahre wieder sind gewesen. Und das ist vielleicht 12 Jahre so was gewesen, da wird die erste Begrafnis, was da letzte Weg Freitag stattfindet. Und da können bis 50 Personen dort hier sein. Aber das war doch über Livestream richtig gestrahlt, wie die das hier checken, also wir können da ein Smert leben. Aber das dann noch ein Wahrheit, wenn das doch was, die Versammlung wird aufgesagt, aber das wird ich aber anhören. Und da bin ich dankbar für. Wieder habe ich gedacht, hier der Evangelium Johannes, Kapitel 15, der erste 4 Vers zu nehmen. Da sagt Jesus, ist der Reich der Windstarke mit Futter der Wingärtner. Und jeder Reb an mir, der nicht Frucht bringt, wird er wahrnehmen, jeder, der Frucht bringt, wird er rein, und der mehr Frucht bringt. Da sage ich, die sind schon rein, um das Wort zu wollen, dass ich die Jünd geredet habe, blieb von mir und ich in Jünd. Kreis ist die
Reb, der Rank, kann keine Frucht bringen von sich selbst, die bleibt an einem Weinstock, also die auch nicht, die bleiben dann in mir. Dann sage ich, ich sehe die Weinstock und die sind die Reben, also die Ranken. Wer an mir bleibt und hat einen Arm, der bringt viel Frucht, dann ohne mich kann ich nichts tun. Also ohne Jesus kann ich nichts tun. Und wenn du mit anderen Leuten dann, würde ich sagen, wie an Jesus. Wenn Jesus die Wein drüben steht, aus würde ich sagen, das Jesus redet aus dem natürlichen Bild, und Gott die Wein und wieder ranken. Würde ich sagen, wie dann nicht an Jesus. Und wenn wir uns von armen Leuten regieren, wir haben ihn angenommen, dann kriegen wir die Saft direkt von Gott durch Jesus. Und dort merkt man dankbar gestimmt, dass wir so ein Vertrauen haben, so ein Glauben haben, dass wir die Saft von Gott kriegen durch Jesus. Und Jesus erwartet auch, dass wir da wollen Frucht bringen. Das tun nicht, dass wir wollen Frucht bringen. Er sagt, jeder Rank, was nicht Frucht bringt, der wird aufgeschnitten und weggeschnitten. Aber der, was die Frucht bringt, der hat reinigen, damit kann mehr Frucht bringen. Und dann steht nicht gleich die Ursache, woran wir manchmal haben, durch Täler zu gehen. Jesus will uns nur eine Antragen. Er will uns alle von der Welt losrieten, nicht? Und dann kriegt die Zeit, wo wir die Beine sind, wenn es mit so euch holt ist und ihr nicht näher weit, was das nächste wird sein. Wer kann sich da nicht mehr ab mit Jesus checken? Mehr von den irdischen Dingen wegrieten und ab mit Jesus checken. Nicht nehmen Jesus leider dort zu, zum mehr Frucht bringen. Es mehr Reden mit dem Amt zu begegnen. Wir weit nicht alle, wir haben hier keine bleibende Städte nicht. Und wir können so gesund schlafen gehen, aber wir weit nicht, dass wir morgens wollen abstehen. Dass wir kriegen dort ein Tisch, dass die Sache, was da aufstirbt, die Ferien sind uns zu oberst, die wird, dass sie wissen, nach gesund schlafen gehen, und bis zum Morgen stund ja nicht ab. Eine halbe Stunde, oder wir krank gewesen, und wir leben in der Ewigkeit. Und wir haben noch keine Garantie nicht, wenn wir wollen eben in der Ewigkeit angehen. Wahrscheinlich, wenn wir gerade an diese Windrüben steht, angeknackt sind, wie Jesus. Und wir durch Jesus die Sorge von Gott kriegen, ich habe uns das Mut, nicht? Mut, wieder für den Herrn an Arbeit zu sein. Und ich habe einmal auch die Mut der Freudigkeit, jeder noch kann abstehen und reden. Wenn ihr die viele Jahre nicht hier in dieser Zeit erst gewasst, habt ihr wahrscheinlich ihr schon mal hier haben mitgeschafft, hier in dieser Zeit nicht aus dem Deiner, aber aus dem Mitbruder, wo wir haben mitgeschafft, um diese Gemeinde halten wir. Und wir sind viel mehr. Viel mehr sind an die Arbeit gegangen und die Arbeit ist rütgegangen. Und das sieht mir das Kreuz, das Gott will. Die Arbeit soll rütgehen, und mehr Seilen kann geholfen werden. Jesus will nicht, dass eine Seil soll verloren gehen. Er sagt, dass alle mal zu der Kenntnis der Wahrheit kommen. Und dort braucht das, dass wir taub stehen und sagen, die Gebet hängt drüber. Das war die Gedanken, was ich will mit von reden, von Gebet, was wir in Jakobus 5, wenn wir Jakobus 5 durch ein paar Vers lesen. Jakobus 5, der Vers 16, im halben Vers, da sagt, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also ernstlich beten, uns von diesen weltlichen Dingen losrieten, dem Loslassen am Tiet nehmen vergehen. Und dann sagt der 17. Vers 18, sagt er, Elia war ein Mensch gleich wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Und jetzt sage ich, Elia, wir kriegen zum Mensch, was irgendwie sind. Und jetzt sage ich, bete ein Gebet, das soll 3 Jahre und 6 Monate nicht regnen. Und das seht ihr dann, fingen wir im Alten Bund, das ist der erste König, da seht ihr dort den König Ahab. Den König Ahab, seine Früh, die Königin Isabel, wie eine sehr gottlose Früh. Also Gott hat das Volk gestrafen, und dann seht ihr zu Elia, und dann hat Elia dort beten, was Gott ihm sagt, mit 3 Jahren und 6 Monate nicht regnen. Und dort hat Gott immer verschiedene Dinge getan, er will die Menschen tragen.
die sollen ankommen. En dan zei hij leer bed waren en dan regent dat. Nur 3 Jahren. Nur 3 Jahren 6 Monate. Und nu finden wir das auch, dass der Glauben sehr wichtig ist. Hat Elia Gott nicht geglaubt, da will Gott sich nicht haben können zu bezeugen, dass er nicht hat. Und wir finden alle wen, dass der Glauben, weil ohne Glauben kann wir Gott nicht mal gefallen. Wir müssen das Wort glauben, dann wir kennen. Das Wort ausleben, was anders wir nicht glauben, dann wird es sehr schwer sein, Gott zu gefallen. Wir haben hier gerade eine Geschichte nehmen, hier 2. Könige, Kapitel 4, das von einer Witwe. Da kam dann noch den Propheten Elisa. Sie befand sich dort in einer schweren Zeit. Erdmonde wird gestorben, der hat eine Schuld hingelassen. Und nu, sie hat aber nicht Geld, die Schuld zu bezahlen. Nu kommt die Schuld her, also kriegt der Mann, was schuldig wird, kommt nu und will bezahlt haben. Sie haben nicht. Und dann weil er Schuld hat, kriegt er 2 Kinder nehmen, 2 Jungs nehmen, was er hat. Ich wollte Vers 2. Könige 4, Vers 1 durch 7 lesen. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, so weißt du, dass dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause, dann einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und bete draußen von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße und derselbe nicht wenig. Geh hinein und schließe die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieße in alle Gefäße, und wenn sie gefüllt hast, so gib sie hin. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Sie brachten ihr die Gefäße zu, so goss sie ein. Und da die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Lange mir noch ein Gefäß, Herr. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand es Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nähret euch mit den übrigen. Also wir können verstehen nicht, dass diese Frau sich sehr was eingefällt haben. Dass sie nicht wollen kommen, ihre Bett Jungs kann sein wahrnehmen, dass sie zu leibeigenen Knechten, also meint zu glauben. Die würden für Lebenszeit machen, den Mann dienen, weil sehr wahrscheinlich haben die ihre Mama gehalten, Brot verdienen. Also sie werden sehr schwere Lehre. Was nie? Aber sie ging nur der rechte Stadt. Sie ging nur den Mann Gottes. Und dass er Beschwerden da sein, was er anlegen hat. Und Mann Gottes fragt bloß, dass Elisa, was sie hat. Dann sagt er bloß ein Ölkrug. Also ein Ölkrug, was hat er dort, wenn er Geld fehlen hat. Aber sie glaubt dem Mann. Sie gehorchen. Elisa sagt, sie soll nur in Oberschule, lass die Fässer tablieren. So viel ist möglich. Nicht wenig. Also ich kann sagen, so viel ist möglich. Und dann soll sie dann gehen mit ihrer Sehnstaub, mit der Tauschlüten an ihr von voll zu jagen. Wir finden gar nicht, dass diese Frühfrau mit was soll ich dir voll jagen, ich habe gemessen nicht. Sie wird gehorsam. Sie glaubt, was der Mann sagen hat. Sie fängt an ein Gefäß voll zu jagen, sodass ihr es voll hat, nach der anderen, und dann der zweite, und dritte, und das zeigt euch, wo viel. Es kann sein, es kann vielleicht 20 sein. Ob das so viel sein oder nicht, weiß ich nicht, aber ich nehme uns an, dass es hier war. Und sodass ihr schaut, da jetzt zu den Mann Gottes dort sein, dann sagt er, nu go und verkauft dort, und dann braucht das Geld, um die Schuld zu bezahlen. Und da, was die überbleibt, kostet wieder den Lebensunterhalt brauchen. Und so kriegt ich mehr, als wir sie nicht gefragt haben. Wie sie wird drei. Das, was wir brauchen, nicht? Unser Anliegen ist,
im Gebet zu Gott bringen. Gott wird kriegt uns Leo, der wird kriegt, wo er uns in dieser Zeit kriegt geht. Und so manchmal so fällt mit so einer angeholte Zeit aus. Wir dürfen nicht so angeholt sein. Wir können gelotet sein im Herrn. Wir wissen, dass wir hier alle keine bleibende steht nicht. Und Hebräer sagt, sondern die Zukunft suchen wir. Und das stimmt, das kriegt, die Zukunft, die wir sehen. Ich glaube ja, nicht? Aber das ist auch so sehr, was wir nicht irdische Fass sind. Aber ich glaube, das kriegt die Ursache, wenn wir mit Taub kommen dann. Bis wir sehen, die Zukunft steht als der Himmel. Und wie man das wird glauben, nicht? Hebräer 6, Vers 11 sagt, dass ohne Glauben ist allmählich Gott zu gefallen. Und wie man das wird glauben, und Geist wird sich bezeugen. Und dort gebraucht das, dass wir unsere Knie durchlassen und Gott anrufen dann. Am Beten dann, am Frau sein, was uns fehlen lässt, dass wir reich sind und dann noch reich sind zum Horchen, was er uns zu sein hat. Wir haben von Jesus selbst, der hat viel Gebet. Ob was er Gottes sehen wird, da wird er noch viel im Gebet, in der Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Wir finden alle 2 Evangeliums, dass Jesus viel Gebet hat. Wir haben hier einen Vers, den nehmen mit Lukas, Kapitel 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf einem Berg zu beten. Er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Und danach wird er im Gebet zu Gott. Er wird Gottes sehen. Dennoch sagt er, dass danach spendet Zeit im Gebet zu Gott. Also wie viel will ich ja neue erst verdienen für mich? Dass wir uns Zeit nehmen für ein Gebet, dass Gott sich kann sein Willen an uns offenbaren. Wenn wir in 13. Vers lesen, dann, das kriegt wir, er dann die 12 Jünger erwählen hat. Wenn wir den Vers auch lesen, und da es Tag war, rief er seine Jünger und erwählte ihre 12, welche er auch Apostel nannte. Also erst über nach dem Gebet werden dann überdacht, da wird er reiten mit 12 Aposteln wählen, 12 Jünger. Alles dort nicht, was manchmal, was wir erfahren, einmal, was wir als Gemeinde tun, wenn wir für Entscheidungen stehen, oder für eine Wahl, dann dürfen wir Gott uns ihm anrufen. Er muss wissen, was uns so abgeht, nächstes als zu tun. Und so fingen wir dort von der Apostel. Als die wieder in der Arbeit wären, nur Jesus in den Himmel fährt. Und der Apostelgeschichte Kapitel 2, das wo der Heilige Geist dann ausgegossen wird. Und wo die Apostel sagen, ihr wollt ich predigen deit, und wo viele sich dann bekehren deit. Ich sage nicht dann ein Tag, die kamen 3000 sei und tau. Also die Gästeschaft sei mächtig. Und sie standen taub. Durch die 42. Vers, da sagt er, die bleiben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen und im Gebet. Also du hast eine große Kraft, Bernie, in das Gebet. Das sagt, Jakobus sagt, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also ernstlich beten. Du hast eine große Kraft, Bernie. Wir haben hier eine Geschichte vertalen von einem Missionary. Das Missionary, der wird in Tüß, das wird in Michigan, in den USA. Er hat in der zweite Geschichte, oder sein Belebnis vertalen, wo er in Afrika auf einem Mission Field wird. Das seht ihr dort wird ein Mission Hospital, wo er schaffen hat. Nu, Tüß in der zweite vertalt hat er von seiner Arbeit da. Was er dort alle 2 Wochen, dass er mit dem Bicycle durch den Dschungel fahren. Das wird ein 2-tägiger Trip mit dem Bicycle durch den Dschungel fahren, bei der Stadt. Und wenn er bei der Stadt wird, das erste ging nach der Bank, nahm er was Geld raus. Dann ging er sich Medizin kaufen, mit anderen Worten, so viel mit dem Bicycle können wir 3 nehmen. Am nächsten Tag, davor war es ein 2-tägiger Trip, dann nur der Mission Field, wo er schaffen hat. Und 2 Wochen später, dann kamen sie dort, war er 3 nach der Stadt. Und nach dieser Gelegenheit, dass er 3 nach der Stadt kommt, da sind ein paar Männer, was sich da fährten dann. Und einer wird verletzt,
Dan gaat hij krijgt naar den verlaatste man en dat in zijn wondende bezorgen, während hij dat deed, dan vertelt hij hem van Jezus. En als ze dat eerst in de wunden gevleegd hebben of bezorgd hebben, dan gaat hij weer naar zijn geschäften, naar de bank, holt wat geld en wat medicijn kopen. En zo met andere woorden, nächsten dag, dat je voor op zijn 2000 trip weer terug, dan wordt de mensen veel weer schaffen deed. En 2 weken later, dan komt hij weer terug in de stad. En als hij daarheen komt, dan komt de man met die, die wat hij dan paar weken terug had, die wunden bezorgd had. Dan zegt hij te hem, wie weten dat u die geld aan die haas, en dat de medicijn wat aan die haas, wat andere was. Hij zegt, ik en 5 anderen van mijn vrienden, wie gingen aan. Die gingen aan, wie weten krijgt, waar die even nacht blijven is. En ons ziel wird, wie wollen die da angreifen, die da anbringen und die alles fortnehmen. Und als wir die Rots wollen angreifen, da wirst du mit 27 Werk besaat mit Gewehren in den Hängen. Wir würden uns nicht an die Nante wohnen, wir leiten die den Tag. Da sagt der Missionär ganz freundlich, er hat keine Werk nicht. Er wird ganz allein. Da sagt das Mann, er und seine 4 Freunde, sie haben die alle getan und wir 27 Werk, wie er mit besaat wird, was. Da werden sie von seinem nichts getan. Dann sagt er, dass er nicht Zeit vertalen, da steht ein Mann in der Versammlung ab. Dann fragt er ihn, kriegt, wann er dort wird. Da sagt er dort, und dann sagt das mal. Das kriegt dann, als er dort in der steht, er hat rütgehen gewollt, er hat golfen. Dann wird ihm sehr starke Gedanken angekommen. Er soll Mana taubroten und sehr ernstlich für diesen Missionary beten. Und das hat sie getan haben. Sie denken ernstlich für den beten. Und so hat gesagt, und da sagt der Missionary, mochten alle Männer abstimmen, was für ihn die Gebet haben. Da sind es 27 stark. Da haben ernstlich für ihn Gebet. Und Gott hat sich da bewiesen. Und er konnte wieder an Arbeit sein. Das ist so wichtig, dass erst, dass wir uns einander die Gebetshängen drehen, da nicht? Dass Gott das sich bezeugen. Und worin besteht ein ernstes Gebet? Ist das nicht in der Anbetung? Das ist in 2. Chronik, das ist, wo König Salomo den Tempel anweihen deuten. Wir da ein paar Vers lesen, wo er das Gebet hat. Gott zu anbeten. Also das ist sehr wichtig, dass wir das tun. Wo der Vers 14 und 15 lesen heute. Und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, welcher weder im Himmel noch auf Erden, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deines Knechts, die für dir wandeln aus ganzem Herzen. Du hast gehalten deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm geredet hast, mit deinem Munde hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heutiges Tages steht. Also Salomo sagt Gott, du hast kein Gott im Himmel, was so bist als du. Kein Gott, was du dort holen hat und so barmherzig ist, als du. Und heute das erkennen, dass Gott, wir können so eingestellt, wie wir können hingehen. Dass Gott hat sein Versprechen geholt und kriegt das heute, sein Vater David gesagt hat. David wollte den Herrn ein Haus bauen, aber Gott sagte, er soll das nicht. Das soll der König nur haben, also kriegt ihn sehen, Salomo, also der soll das bauen. Und Gott hat sein Versprechen geholt, also hat Gott die Anerkennung gegeben, nicht? Und das ist sehr wichtig, die Anbetung, dass wir Gott ihr geben, dass Gott hält sein Versprechen. Und wir weten, er wird sehr gesegnet. So fing wir das von Nehemia. Er fällt sich eine schwere Lehre. Er wird nehmen wir uns in Babylonien, was für was, in die Gefangenschaft. Und er hat mit dem König deinen. Und dann Nehemia Kapitel 1, Vers 3, da kriegt er dann mit einer Nachricht, wo er in Jerusalem stunden hat, das heißt in Babylonien. Und dann kriegt er eine Nachricht, wo Jerusalem, dort wo das Verbrechen ist, wo es verbrannt ist, wo die Mauer durchgebrannt ist, nicht der mit 4 verbrannt, sagt das.
Als je dat hier en dat, en de vers 4 en 5 wil lesen, da ich aber solche Worte hörte, saß ich und weinte und trug Leid, etliche Tage, und faste und betete für den Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, größer und schrecklicher Gott, der behält den Bund und die Barmherzigkeit denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und das wird Nehemia auch. Hij deed Gott hier aanbieden. Hij deed hier, hij deed Leid drin. Hij deed boos zijn. Und Gott deed sich bezeugen. Gott deed sich erbarmen. Wenn wir es wieder würden lesen, da weit wie dort, wo er von den König kam, wo die König am Frauen deed, was mit ihm los wird, da seht er dort. Er sieht seine Leu und er kriegt die Gelegenheit, nach Jerusalem zu gehen und der war abbiegen. Und sein ehrliches Gebet, der Anbet ist sehr wichtig, dass wir von Gott sich bezeugen wird. Und uns kriegt von der nach der Zeit, wo wir nu sind, mit seiner eigenen Zeit ist, sehr wichtig, dass wir taub stehen im Gebet. Gott wird sich bezeugen, Gott wird uns nicht allein lassen, aber ehrlich beten. Ein Tag einmal nehmen, nicht? Da wo wir erfahren, was der Herr wieder von uns will. Und woran liegt ein ehrliches Gebet? Was wir nicht einmal erkennen, wer ist Gott? Wir sind einmal ganz abhängig von Gott. Nicht? Und vielmal, dann glauben wir, unsere Gebete waren erhört. Weil uns das so steht jetzt und wir so viel unsere Gebete nicht erhört waren, da kann es ehrlich sein, dass der Sinn ist. Nicht? Wir fingen, das ist nicht ganz klar, es ist in Jesaja oder Jeremia, da sagt er, eure Antugenden entscheiden euch von eurem Gott voneinander. Und wenn eure Antugenden im Leben sind, oder Sinn, dort wird uns von Gott scheiden. Übrigens ist es sehr wichtig, dass wir alles im Stich riemen tun. Das David, das sagt halt, wir den Mann nach dem Herzen Gottes. Und danach fingen wir das von an, dass er sich auch noch sehr vermeten deed. Dann will er das Stall holen. Er hat schon eine große, schwere Sinn begonnen. Er hat Mord begonnen. Aber er will das nicht offenbaren. Wo Gottes Hand, das sagt, wir der Schwurbarm, wir können nicht das Stall holen. Wenn wir Psalm 32, der Vers 3 durch 5 lesen. Denn da ich wollte verschweien, verschmachten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Denn ein Hart war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetaten nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Und so Gott bist, kriegt, was mit diesem David stunden deed. Und so wird Gott kriegt mit mir und dir auch, was an uns hat stunden deed. Für Gott kann wir nicht tauchen. Und wahrscheinlich, wenn wir dort im Licht bringen dann. Ist das, was er will haben? Wir sollen im Licht bringen. Wir sind alles anvollkommene Menschen. Aber durch Jesus sind wir gerat. Und wenn dann was im Stich ist, dann zu Gott bringen. Hier so, Gott wird kriegen wir mit David stehen, und er will stillholen und sagt, er kann nicht. Gottes Hand, wie Tag und Nacht schwab an. Wenn wir dann auch wieder sagen können, als het ons te sehen, wenn wir durch schwere Tiden gehen. Gott will haben, wir sollen ab nach anchecken. Und dann erst der Sinn im Hort, dann das Rüt daunen. Das wird David deed. Er deed das Rüt. Und dann war er wieder gesehen. Also, du hast ein großer Segen, Bernen, wenn wir unsere Sinn bekennen, dann, das sagt dann Gott, der verjagt uns und die gedenkt dir da nicht mehr. Das habe ich war man kann sagen, mutig wieder für eine Arbeit für den Herrn sein. In 1. Samuel fing wir gleich von David, da wird er, wo er noch ein junger Mann wird, oder sage ich jung, hat er für seinen Vater bestarb mit den Schubabpassen. Ich habe dich einmal ein Boer nimmt einen Schub, er hat ihn heran, er kann das Schub raten, dann will der Boer
arm geleverd nehmen, hij kon in Boer ook doodschloen. En nächste Mal kwam den Leib, nam een Schop. En hij, dat ook ging er aan, hij kon het Schop braden, en weil Leib zich arm geleverd nemen, hij kon den Leib ook doodschloen. Und hij möchte ferne Erfahrungen. Und wir können mit Gott. Hij vertraut Gott. Und dann Lothar seine Brüder, die man König Saul taub, musste im Streit gehen, gegen die Philister. Und ich glaube, noch die 40 Jahre im Streit gewesen, hat keine wirklich die Philister angegriffen, wie es der riesige Goliath, der stand mit dem Stich. Sie hatten alle Angst vor denen. Und hat David, sein Vater, sagt David, der Hahn, er soll sein, was seine Brüder dort geht. Und ich wird eten mehr schicken, der Hahn. Als David der Hahn kam, dann hielt er, war er so der Goliath, der Sporten hat, wo die Gott Hahn sprechen hat. Dann ist David so, bei erster keiner, was sich auch gegen den zu streiten. Und dann sagen sie, haben wir erst keiner. Da soll man sein, wo das von grober Riese ist. Keiner will sich zu gehen. Dann sagt David, hij is bereit. Hij is bereit zu gehen. Dann wird Saul hat den Urrecht gebracht. Dann kommt er nur Saul und sagt, das soll den sein, und sagt er, no, du kannst nicht gehen. Du bist ein Jung. Jan ist ein Ries. Von seiner Jugend an hat er gelehrt kriegen. Du kannst nicht gehen, sagt er. Aber wie sich kein anderer wieder sagt, weil er hat damals den Maut, er ging. Und dann hat er, kann ich an seine Kleider antragen und sein Schwert geben, so nicht soll ich gehen. Und weißt du, was er ging ein bisschen kort einzeln, kam der Trainer, sagt, das kann er nicht. Das sei nicht gewarnt. Die keinliche Kleider, die kann er nicht nehmen. Er ging mit Gott, nicht? Er braucht bloß einen starken, er nimmt sich 5 Steine, aber er vertraut auf Gott. Er ging den Namen Gottes und er kann ihn riesig Goliath durchschlagen. Und du sagst weiter, dass eine große Kraft bin, Gott vom Herzen vertrauen. Unsere Anliegen ist ganz zu arm bringen und nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit bühen. Unsere eigene Gerechtigkeit, die das nicht bestehen. Und wenn wir das tun, wir glauben, selbstgerechnet, dann werden unsere Gebete nicht erhört. Das kann manchmal auch sein mit Sorgen. Nicht? Mit Sorgen umgeben sind, das stärken, dass Gott uns nicht erhören wird. Und ein paar Verse nehmen mit der Matthäus 13, dort ist, wo Jesus das vertalen hat von den Seemann, wo die Sod wird durchgestreut. Und da sagt er, 4 verschiedenste Bodems, wo die Soten abfallen wird. Und dann wird der Vers 7 lesen, Matthäus 13, Vers 7 sagt er, und etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Also das wird in die Dornen oder in die Speicherstiere fallen, in die Sod. Die können vielleicht abgehen, aber die können nicht wissen, wie sie Krüten um Überhand. Dann hat er das Gleichnis vertalen durch in Vers 22, dann sagt er, das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt nicht Frucht. Also die Sorgen dieser Welt oder der Betrug des Reichtums, das stärken das Wort. Und wenn wir damit belebt sind oder so, das dringen unsere Gebete nicht durch. Und gerade in dieser Zeit, wo wir Berne sind, wo das alle mit so angeholt ist, wo wir blieben frei von Sorgen. Ich nehme an, dass manch einer, was da ziemlich besorgt nennt, aber weil wir die Sorgen ganz auf den Herrn leiden und auf den Herrn schmieden. Das was die 1. Petrus 5, Vers 7, bei den Vers lesen. 1. Petrus 4, Vers 7, da sagt er, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorget für euch.
Also wenn die Sorgen an mir ankommen und so, wer wird Jesus schmieden, wie er sorgt für uns. Und dann sage ich auch in Philipper 4, Vers 6, ihr seid auch, sorget nichts, nicht sorgen, sondern in allen Dingen, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Dank für Gott könnt werden. Unser Leben, unser Anliegen ist, was wir haben, der im Gebet zu Gott bringen. Also Gott bringen und am Danken, was er nachher immer da ist, dass wir unser Anliegen ist, immer anbringen. Er wird sich bezeugen und er hat uns die Kraft, und wieder kann überwinden. Und kann danken, du hast eine große Kraft bin, damit unsere Gebete kann erhört werden. Und wir dankbar sind, ich glaube, dann dürfen wir nicht sorgen. Dann haben wir Gott das übergeben. In Kolosser 4, Vers 2, haltet an am Gebet und wachet in demselben mit Danksagung. Unser Anhalt blieben im Gebet mit Danken. Und ein dankbarer Mensch, was für Jesus Leben hat, im Gebetsleben pflegen hat, ich glaube nicht, dass er dann über einen anderen schlecht nur reden wird. Oder schlechte Gedanken pflegen. Oder er wird schlechte Dinge tun. Nee, dankbarer Mensch, der bleibt der Weg von, nicht? Also das braucht Glauben, nicht? Das braucht Glauben, dass wir das Wort vertrauen tun. Und Jesus ist immer bereit, da zu helfen. Gerade so, Elia dann kann ich auch sein, dass nicht mehr reden wird. Wenn Elia nicht geglaubt hat, was wird passiert sein? Wenn es kann sein, einfach nichts, nicht? Aber er lebt das Wort. Oder kriegt das mit David. Als er gegen den riesigen Goliath ging. Wenn er das nicht geglaubt hat, würde er das nicht haben können. Aber er ging in den Namen Gottes. Er glaubt dort, dass Gott da wird, bis er hat erfahren, dass Gott ihm geholfen hat und er vertraut New York. Und haben wir das nicht alle manchmal erfahren, wo Gott uns das dicht bei war, wo er uns geholfen hat, wo wir euer sind, in schwere Zeiten war, oder vielleicht sogar mit Sorgen umgeben war. Wir haben Gott das übergeben, der hat uns da durchgeholfen. Dann kriegst du, was die New York uns da durchhelfen. Nicht? Dann manchmal fällt es zu die Glauben, ist so klein. Da wird mal ein Mann, der den Sehnen Jesus braucht, dann sagt er zu Jesus, kost die Wort, dann halt mich. Was sagt Jesus da dann? Er sagt, alle Dinge sind möglich, die du glaubst. Der Vater sagt dann, ich glaube überhaupt mich angeglauben. Und dann wieder kann sein, dass mich stärken, dass ich stärker Glauben kriege. Und Jesus ist bereit, dass uns halten, dass wir keinen stärkeren Glauben kriegen. Und er kommt mit, was sind die Bedingungen für ein gerechtes Gebetsleben führen? Das ist eine vergebene Einstellung. Wie man eine vergebene Einstellung kann, das ist Jesus. Das ist Jesus, der ich zu sagen, geleden hat, um zu haben, der ich gepatcht oder gemordet, würde ich gerne sagen, was sie am haben. Dann als sie schon am Kreuz hängen, in der letzten Stunde, wo er noch leben, dann er noch für seine Finger beten. Dann sagt er zu Gott, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergeben, also, Jesus wird bereit, und Horten vergeben, wenn sie mal können, sei er gesagt. Da will vielleicht auch sein, dass Gott es sehen. Das stimmt doch, das ist Gott es sehen. Und ich weiß, ihr kriegt, wo dir mir das auch geht. Ich weiß, kriegt, was von den Kampf wie durchgehen. Und ich sage, ich ging auch schwere Kämpfe durch. Aber er bleibt ohne Sinn, er bleibt siegen. Und so kann wir auch. Wir don't fehlen, aber wir können unser Anliegen immer zu Jesus bringen.
Wie Jesus hat die Schuld betont. Das sagt in 2. Korinther 5,21, das sagt, dass der hat den, der was von keine Sinn was, ans von Sinn gemerkt, dann wie durch arm, der Gerechtigkeit kriegen, was du für Gott gilt. Also das meint von Jesus. Jesus hat, der die Sinnenschuld betont, für die und für mich. Und er wird bereit, zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das steht nicht erst mit jeder Sünder, was den mutwillig sündigen hat. In Wirklichkeit, er weiß gar nicht, was er tut, nicht? Er glaubt, er weiß. Aber er tut nicht, because er sich bloß, wer in mutwilligen Sinn wiederlebt, hat sich bloß eine gratis Schuld abladen. Das Stephanus, in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, was wir fangen dann, wo er dann so gewaltig predigen, da dort zu den Menschen und die Worte verholen. Auf einmal können die nicht mehr verdrehen und dann sagt er, schlafen dann mit der Stadt und dann fangen sie an zu steinigen. Und als er starb, dann bet er auch, Gott möchte den Menschen nicht die Sinn beholen. Gott möchte dir vergeben. Und das ist eine vergebende Einstellung. Und das war eigentlich auch eine vergebende Einstellung. Das fällt sich manchmal so, wenn eine Person uns auf Tauge sagt oder ist, was neu redet, was nicht so wird, oder wir haben uns geäußert, dort wollte ich den Himmel zu Gott holen. Weil dort sind Gedanken von den Feind. Der wird gleich, wenn wir das dort deuten. Aber der Geist Gottes, der gibt uns von Horten verzeihen, uns eine vergebene Einstellung haben. Da wir ein paar Männer, da stand einer gegen den anderen, wir sich schlimm, einer zu den anderen. Da war ein Mann krank, das setzt uns, wenn er am Storbad liegt, der wird wohl gestorben. Da fordert er sein Feind, wo er sich auch feindlich wird. Und dann will er hier die Sache durchreden. Also tun das auch. Sie reden die Sache durch. Und dann sagt der gesunde Mann, jo, das haben alle zu Gott holen. Aber so stirbt bloß noch, wenn er gesund worden, da steht die Sache noch, was der Kreuz ist, irsch. Also, wo wird wieder vergift? Da wir sein, wird bloß nicht. Jesus, der uns bedingungslos vergeben. Und das, was wir machen. Nicht niemand, was will wir, nicht? Und dort braucht das wie stille Stunden mit Gott haben. Die stille Stunden mit Gott haben, dass sie ein Wort bekannt sind, und auf unsere Knie raufladen und Gott, ihr sich anrufen, ein Gebetsleben führen, nicht? Das ist Matthäus 6, Vers 6, wo den Vers lesen. Wenn aber du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und betest zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der dann das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und ich habe das, wie wir können sein, unsere Schlupfstufen irgendwo in der Tür schlüten, dass uns keine stören können, die wir uns heute kennen, zu Gott entscheiden. Und wir können das anders nehmen, dass geistlich unsere natürlichen Gedanken aufschlüten. Ganz aufschlüten, und uns heute zu Gott entscheiden. Dann uns keine natürliche Arbeiten oder Reichtümer, was immer das mag sein, dort nicht im Gedanken ankommen wird. Nicht aufschlüten, dann uns zu Gott entscheiden und zu Gott nahen. Dort gibt uns die Kraft, dass wir siegen können, dass wir siegreich durch das Leben gehen. Und so ist es auch sehr wichtig als Gemeinde. Gemeinde taub kommen, taub beten, schwere Verhältnisse sein oder ein anderes Verhältnis. Du hast eine große Kraft drin. Wir haben ein feines Bild, was in der Apostelgeschichte Kapitel 12 fingen, dann ich würde das Vers nehmen. Dort ist von wo Herodes, das ist eine sehr bekannte Geschichte, aber das ist eine feine Lehre drin. Ich würde von Vers 1 durch 5 lesen. Um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er teilte aber Jakobus, dem Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da er sah, dass es den Juden gefiel, führte er fort und fing Petrus auch. Es waren aber eben die Tage der süßen Brote. Da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Raten, von 4 Kriegsknechten, ihn zu bewahren.
und gedachte ihn nach Ostern dem Volk vorzustellen. Und Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Also das gab mir ein großer Trost, wo die Gemeinde taub stunden hat am Beten. Das ist eine große Kraft. Hier sage ich, dass Herodes das sah, wo die Juden das Gefall, das er hatte, Jakobus lassen anbringen. Und ich denke auch wieder, Leute Petrus gefangen. Ich setze sein Ziel wieder auch, er will Petrus auch lassen anbringen. Und wie so wir just die Deur, das sagt die süßen Braute, also just für die Osterzeit, oder just in der Osterdeur, wo ich kann sagen, was es wird, dann wollen sie nicht sein Gerecht aufholen, und dann wollen sie anders im Gefängnis nehmen. Und dann hat Petrus da, das sage ich mit 4 Roten Kriegsknechte, Feuer mit Feuer. Also, da wird viele Soldaten und am Abposten, und dann, wenn wir wieder würden lesen, dann fängt wir doch ein jederzeit mit einem Soldat wird angekehrt. Also, was schön merken, Herodes wird schön merken, das ist Petrus, der wird mit dem mal nicht weiter hier fortkommen. Ich sage, der war das Herodes wird gewusst, dass Petrus wieder mehrmals im Gefängnis gewesen. Und wenn zumal wenn sie ihn holen wollen, dann wird er nicht. Ich habe zum Bild, nur dass er sich sicher merken, Petrus wird nicht weiter hier rutkommen. Der wird hier nicht sicher bleiben. Aber das sagt der Vers 5, da sagt die Gemeinde, der stund taub im Gebet, ohne Abhören. Und das ist eine große Kraft, Bernen. Die Gemeinde taub stund und ihr sich zu Gott beten. Gott wird sich bezeugen. Der wird sich hier bezeugen. Und wieder wenn lesen wir, fängt dort Petrus, da kam ein Engel danach nach Petrus und er sagt, er soll abstoßen. Keine Kette wird zerstört, was am Bein holen wird. Keine eiserne Dären, was wir mit der Tau geschlossen werden. Da wir ein stark genug, dass er muss Beinen bleiben. Das ging alle ab. Er kann reden. Er wird frei. Also, wir sollten uns Mut geben, im Kampf taub zu stehen, taub zu beten. Das soll sein, dass wir mit so einer angeholte Tätigkeit nicht sind. Aber dann taub im Gebet stehen, ans Hort zu Gott ausschaden. Gott wird sich bezeugen. Er hat sich gut fair mit uns. Ich möchte der Herr sein Wort segnen. Ich würde früher einen Abstand zum Schluss Dank gebeten. Leben der Reich der Vordergartenhimmel. Wir kommen am Schluss von der Taub kommen, sagen wir, verdient hochhelder angesagt. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir ganz besonders für das Erlösungswort, das du hast vollbracht. Wir danken dir für dein Wort, das du uns das hinterlassen, wo wir einmal kennenlernen, wir werden lesen, wo du uns den Heiligen Geist gegeben hast, und du uns die Dinge offenbaren, was wir wieder für dich zu tun haben. Du danken wir dir herzlich für. Ich präge dir wieder bloß den Heiligen Geistes Leitung, gerade in dieser Zeit, wo wir uns befinden, dass wir uns anlegen, alles, was wir sorgen, wer immer das Sorgen hat, alles auf dich schmieden. Willst du das für uns sorgen? Du wirst uns helfen, du wirst uns nicht verloren. Da danke ich dir herzlich für. Herr, so bete ich für die ganze Gemeinde, was in dich beisennen, und wieder die Kraft schenken, was ab nur die Tätigkeit, taub im Gebet zu stehen. Du hast es gut für mit uns, und da danke ich dir, wir müssen uns wieder zum Sehen sagen. Ich im Namen Jesu. Amen. In Glaubenslieder Nummer 205. Die Überschrift sagt, Gott, gib mir deinen Geist zum Beten. Nummer 205. Gott, gib mir deinen Geist zum Beten, gib uns den Glauben hinzutreten, dein Wort mit Freuden passt. Und Glocken Namen hinzugehen, wenn ich in Furcht und Jammer bin.
Doch, und diese Botschaft wird Henrik gebracht, hauptsächlich das Gebet, der ist betonen. Und ich glaube, für viele der Hand auf viel Gebet, haben in dieser Zeit, dass Zufluchtsort war, mochten wir das wieder besser tun. Gleich das, was sie blieben, und da wir nicht Gebet haben, in Angst gelebt haben, dass wir anfangen. Da mochte Herr für sehen, mochte Herr uns fragen, es war mit Segen und hier. Ich will früher noch Abstand tun. Ein paar falschen Schlösschen. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, preiset euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Scheidenden Frieden des Herrn.